Hallo liebe Zuschauer. Eine Geschichte im Namen eines Mädchens. Der Sturm dauerte den ganzen Abend an, also musste ich mit geschlossenen Fenstern schlafen. Am Morgen, als ich das Fenster kaum öffnete, wurde ich von einem durchdringenden Schrei eines Kätzchens durchbohrt. Ohne weitere Gedanken bin ich nach draußen gegangen, um die Schallquelle zu finden. Meine Suche war nur von kurzer Dauer. Direkt vor meinem Haus, neben einem verlassenen und unfertigen zweistöckigen Gebäude, stürzte sich ein kleines, verängstigtes Kätzchen und schrie unermüdlich. Es war trocken, was darauf hindeutete, dass es gerade verlassen wurde. Mein Haus befindet sich in einer der zentralen Straßen des Dorfes, an einem ziemlich beliebten Ort, und ich dachte, dass dieses ungewöhnliche Pfirsichkätzchen bald selbst abgeholt wird. Aber es verging eine Stunde, dann 2, und der Schrei ließ nicht nach. Das Kätzchen lief nicht davon, setzte sich auf eine Wiese neben der Straße, und er rief immer wieder um Hilfe. Mein Mann kam zum Mittagessen. Aber als ich anfing, über das Kätzchen zu sprechen, schüttelte er den Kopf: Fang bitte nicht an. Wir haben schon genug davon. Und er hatte recht, wir hatten bereits 4 erwachsene Katzen zu Hause, von denen 3 auf der Straße gefunden wurden, und wir hatten auch einen Dackel, Mitis und einen Tierhomhund, der auf dem Hof gebunden war. Aber mein Herz konnte nicht gleichgültig bleiben, sobald mein Mann zur Arbeit gegangen war, ging ich vor das Tor und hörte auf zu schreien. Ich hatte gehofft, dass jemand das Tier schon genommen hat. Aber nur für den Fall, dass ich weitersuchte. Und dann sah ich einen kleinen, flauschigen Kopf über dem Fenster eines zerbrochenen zweistöckigen Gebäudes. Ich sprach mit ihm, und er kletterte sofort auf die Fensterbank. Vor Angst zitternd, zog er sich an meine Hand und fing an zu murren. Ich habe es genommen, etwas Hackfleisch mit Hühnchen und aufgewärmter Milch mitgebracht. Im Hof, unter einem weitläufigen Busch, wo es nicht regnete, habe ich eine Schachtel mit weichen Lappen aufgestellt. Ich verbrachte Zeit mit dem Kätzchen, während er aß, und ging dann zum Haus. Aber das Kind wollte mich nicht gehen lassen und lief hinterher. Hier kam meine Tochter, unser fürsorglicher Katzenpfleger, zur Rettung. Sie fanden sofort die gemeinsame Sprache und liefen in der 3. Stunde durch den Garten, um Schmetterlinge zu jagen. Das Kätzchen wurde mutiger, hörte auf zu zittern und posierte gerne für Fotos. Ich habe Anzeigen in lokalen Gruppen gepostet und hoffe sehr, dass dieser schöne Mann bald eine fürsorgliche Familie findet, die ihn sicherlich lieben wird. Freunde, unterstütze meinen kleinen Kanal mit einem Gefällt mir und einem Abonnement. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Tiere, die Sie lieben.